Es ist wieder soweit. Krawallo 2026 im Mühlviertel und Tschechien. Ein rennfreier Gravelride auf 3 Strecken zwischen 80 und 300 Kilometern. Wir haben uns dieses Jahr für die 300 entschieden, über Grumau und den Moldau-Stausee. Viel Spaß! So, da wir sind angekommen in Linz. Schauen, wie es den Rädern geht. Upsi. Ja, wunderbar. Ja, und übrigens das erste Mal mit neuem Setup. Cyclide war so nett, mich zu unterstützen. Da gibt es dann noch ein paar Aufnahmen. Karin baut schon mal auf. Meins hat zum Glück voll aufgebaut ins Auto gepasst. Wir haben heute übrigens den 11. Juli und es hat 11 Grad. Naja, es ist echt kalt, grausig. Also, ja, wir hoffen, dass es ein bisschen wärmer wird. So sind wir fast ein bisschen undergeared. Obwohl wir schon viel mehr mitgenommen haben, als eigentlich zuerst geplant war. Jetzt schaut es nämlich so aus und geplant war eigentlich nur die Arschraketen. Naja. Aber ja, zumindest erfrieren wir dann hoffentlich nicht. So, los geht's, endlich. Alles aufgepackelt. Viel zu viel mit, wie immer wahrscheinlich. Aber ja, jetzt düsen wir mal da drüber. Da hinten sieht man schon die Tabakfabrik. Da ist unser Startpunkt. Da holen wir jetzt mal gute Backup und so. Tragen wir uns ein. Ja, und wir treffen uns dann jetzt mit dem Rest des Trupps. Ich glaube, wir sind zu 8 oder zu 9. Genau. Ja, dann viel Spaß. Wunderbar. Setup-Check. Einmal Lenkerrolle mit Nummer. Die 2 Taschen. Und die kleine Arschrakete. Ich soll mal weggehen, sagt sie. Für ihre Insta-Fotos. Geh mal weg. Ich bin da im Schatten. Ja, du warst im Schatten. Ja. So, jetzt dahin. Los geht's. Draußen sind wir aus der Stadt. Herrlich. Wunderschöner Weg. Der uns über 64 Kilometer über Schotter und Asphalt bis zur tschechischen Grenze führte. Die Strecke, die jetzt mal bis nach Tschechien führt und ich glaube auch ein bisschen darüber hinaus, ist eine alte Pferdeeisenbahn. Und der fahren wir angeblich die ganze Zeit entlang. Sind wir schon gespannt. Und wie ist bisher? Cool. Ja. Ja, Wetter ist wechselhaft. Ja, die Strecke auch. Strecke auch. Technisch schon noch wieder anspruchsvoll. Also gerade der Start mit den kleinen matschigen Wegen. Ja. Aber ich glaube, es wird ein schöner langer Tag. Ich glaube auch. So, wir sind beim ersten Checkpoint, wie man an den Rädern schon erkennen kann. Und zwar in Gallneukirchen beim Gran Turismo. Ja, holen wir uns jetzt mal unser Stempel ab und weiter geht's. Insgesamt gab es auf der Strecke 3 Checkpoints. Bei dem hier gab es auch noch ein bisschen Verpflegung, Bier, Pizza und Chips. War jetzt ein kurzes Vergnügen mit dem guten Wetter. Jetzt haben wir uns schon mal umgezogen. In voller Regenmontur. Jo, weil die nächste halbe Stunde soll es einmal durchregnen. So, kleinen Boxenstopp. Sehr praktisch bei den Taschen. Wenn man die Sachen irgendwo einspannen kann. Damit man es nicht jedes Mal einpacken muss, gell? Okay? Ja. Ja.
inzwischen begegnen uns schon wieder die ersten, die mit uns losgestartet sind. Das ist ja auch das Coole bei dem Event eigentlich, dass man immer wieder die Leute trifft, immer wieder überholt wird. Ja, also eigentlich ist man nie ganz allein auf der Strecke. Hinter uns schön blau, einmal vor uns schön schwarz. So, leider fahren wir da doch nicht davon. Die holt uns gerade ein mit Donner und Blitz. Ja. Nächste Stufe. 5 Minuten später. Es hagelt. Ach du Scheiße. Naja, wir sind jetzt gleich in einem Ort. Schauen wir mal, ob wir vielleicht irgendwas zum Essen kriegen und kurz mal unterstehen können. Ja, war jetzt gut, gell? Es war voll lecker. Hammer, also wirklich. Was? Gasthaus Brein. Brein was? Falt? Breinfalt. Ja, das ist ein bisschen alte Schrift. Gasthaus Breinfalt, wirklich zu empfehlen. Das war Hammer. Jupp, jetzt geht's weiter. 45 Kilometer haben wir noch und ich glaube 900 Höhenmeter. Im Moment Sonne. Aber es soll bald einmal was ziemlich Ordentliches kommen. So, jetzt sind wir wieder zurück auf der Route. Sieht man auch gleich keine Bundesstraße mehr, sondern schöne kleine Wege. Ja, momentan ist es sonnig. Wir genießen es mit Essen im Bauch. Herrlich. Jo, aber dafür geht's gleich rauf. Da kommt was auf uns zu. Regnet. Gut, jetzt sind wir in Tschechien. Und die Wege in Tschechien, Wahnsinn, so schön da. Jetzt fahren wir mal eben Richtung Kumau. Und da haben wir jetzt, glaube ich, noch so 35 Kilometer. 300-400 Höhenmeter, glaube ich, sind es noch. Apropos Regen, wie geht's euch eigentlich damit? Was habt ihr schon mal Bikepacking durchgemacht? Wo ihr nachher mal vielleicht 1, 2 oder mehr Tage durch Regen fahren habt müssen? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Würde mich echt interessieren, was ihr so für Einstellungen zu Regen habt. Weil mittlerweile, dadurch, dass wir so oft in Regen kommen, ja, mag ich schon fast. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Zumindest da in so einer Gegend, wo es nicht um die Aussicht geht, sondern wo man schön durch den Wald fährt. Ja, ich muss mich gerade konzentrieren, du Vogel. Ah, du musst dich konzentrieren, das Fahren. Okay. Okay. Fahren und filmen und... Ja, ja. Ah. Hm? Sehr schön. So, jetzt wieder rein. Also, jetzt haben wir mal kurz davor in den Taschen nachgeschaut, weil ist ja die erste Ausfahrt eigentlich damit und vor allem die erste im Regen. Und heute werden sie wirklich getestet. Aber bisher alles pipifein trocken. Ja, so sollen Taschen sein. Bisher richtig happy damit.
kurz vorm Ziel noch. Ositos de Oro. Mhm. Rica. Para compartir. Die sind noch aus Mallorca. Für die letzten 2 Kilometer. Ja. Gut. So, wir sind in Grumau. Jetzt fahren wir mal zur Unterkunft. Ich glaube, irgendwas Pension Olivia oder sowas ist, glaube ich, ein Haus, das heute nur uns gehört. Jo, gehen wir duschen, richten uns schön zusammen und dann schauen wir, wo wir was zum Essen kriegen. Jo, und bis gleich. So, ankommen. Da schlafen. Ja, Radl schaut aus, Wahnsinn. Hat echt was miterlebt. Genau, jetzt haben wir schon mal die Zimmer bezogen. Jetzt geht's dann bald mal in die Dusche. Ja, Tag 1 geschafft. Wir haben es jetzt 7:45. Waren echt lang unterwegs, aber es war auch schon knackig. Immer wieder halt umziehen, ausziehen, anziehen. Das war jetzt echt anstrengend, aber trotzdem gut gegangen. Genau, jetzt haben wir eigentlich gehofft, dass wir die Räder ein bisschen runterwaschen können. Leider gibt es da nirgends einen Schlauch. Schauen gerade nach, ob wir den Dreck ein bisschen runterkriegen. Aber es funktioniert. Also. Voll. Wir haben Glück. Heizkörper ist an. Jetzt dürfen wir mal die Sachen trocknen. Genau, dann können wir auch Wäsche waschen, das aufhängen. Jo, das ist perfekt. Jo, ist super da. Die anderen sind einen Stock weiter oben. Für alle Platz. Ja. Passt. Guten Morgen. Leider mit schlechtem Wetter. Ja, gestern am Abend jetzt dann noch zugezogen. Und jetzt hat es 9 Grad. Mitten im Juni. Naja, jetzt gehen wir mal frühstücken. Räder aufbauen, so sauber ist nicht geworden. Okay, gestern war es noch nicht. Ja, hat man gestern nicht mehr so gut gesehen, obwohl es ist besser. Ja, es könnte schlimmer ausschauen. Es schaut trotzdem schrecklich aus. Aber okay. Ja, gut. Richten wir uns einmal zusammen und los geht's. So, und wenn die Taschen echt auch dreckig sind, die habe ich gestern noch in die Dusche. Wassertest haben sie überstanden. Also Hammer. Weil gestern hat es echt verdammt viel geregnet. Aber zuerst ging es jetzt mal rein nach Grumau zu einem guten Frühstück. Einmal Fahrradsalat. So. Einmal Zentrum. Hervorragend gefrühstückt. Jetzt geht's weiter zum Checkpoint, Stempel abholen und dann zum Stausee. Und hier hieß es jetzt, sich wieder warm anzuziehen bei nicht so angenehmen 8 Grad, was sich in Kürze mit leichtem Regen auf der Fähre noch viel unangenehmer anfühlen sollte. So, wir sind schon bei der Fähre, haben jetzt einmal guten Stress gemacht. Sie fährt aber erst in einer halben Stunde. Naja, falsch auf den Plan geschaut. So, die Karin sorgt wieder für gesunde Verpflegung. Oh. Braucht nur wieder was anderes zwischendrin. Ja, das ist gut, das danke. Okay, wieder. Fähre haben wir hinter uns, gut gegangen. Ein bisschen kalt war es am Wasser. Überhaupt saukalt jetzt. Genau, und jetzt geht's weiter und schön mal rauf. Wir sind jetzt gleich mal in Nova Beck. Da kämen wir dann mal ein.
dann mal was essen. Und genau, da besprechen wir dann einmal den weiteren Plan, weil es ist ja so, heute wäre noch ein Loop in den Norden rauf. Insgesamt wären es dann 115 Kilometer. Hier jetzt haben wir dann 50. Und da ist jetzt aber schon unsere Unterkunft, bei der wir halt sonst in 80 Kilometer wieder hinkommen würden. Ja, jetzt überlegen wir uns gerade, ob wir da jetzt einfach essen und dann gleich in die Unterkunft fahren und dafür morgen den ganzen Rest machen. Das wären dann, glaube ich, so 145 Kilometer, 2000 Höhenmeter. So, jetzt holen wir uns noch was von Coop, weil wir haben jetzt entschieden, genau, wir brechen für heute ab. Es regnet einfach durch. Und das war eine gute Idee. Wir haben dann noch eingecheckt, ein gutes Abendessen in der Unterkunft bekommen und wunderbar geschlafen. Guten Morgen. Tag 3, wir starten gleich. Haben jetzt gut gefrühstückt. Haben super gut geschlafen heute Nacht. Also Wahnsinn im Vergleich zur ersten Nacht. Genau, jetzt geht's los. 153 Kilometer, 1600 Höhenmeter oder sowas. Ja, ein bisschen windig ist, aber es ist trocken. Das ist schon mal gut. Ciao, da die Unterkunft. Naja, übrigens, wir sind jetzt ein bisschen verkleinert, die Gruppe. 2 fahren heute 120 und wir 5 probieren die 150. Ja. Der Weg ist einfach der Wahnsinn. Also die Route ist so schön da. Und das, obwohl es Asphalt ist, kann man sich echt nicht beschweren. So, wir machen gerade das Gegenteil von gestern. Wir ziehen uns aus. Also keinen gerade an, aber ja. Ja, heute geht's echt besser. Aber ja, jetzt haben wir gesammelt. 12 Kilometer haben wir schon. Momentan ist die Time of Arrival 14:14 Uhr. Gotta die. Breathe in, breathe out. Hey, come alive. Breathe in, breathe out. Look at the colors, colors, colors. So, das ist die Steigung heute. Kurze Pipi-Pause. Jetzt haben wir, was haben wir jetzt? 23 Kilometer haben wir schon. Das geht echt super voran. Jetzt haben wir nur noch 123, glaube ich. Da. 130, irgend sowas. Oh, geht gut voran. So, da gibt es gerade Routenbesprechung. Karin, glaube ich, füllt die Reserven nochmal auf. Ja, Haribos. Ja, aber Stimmung ist gut. Jetzt geht's weiter. Jetzt sind wir am nördlichsten Punkt der heutigen Tour. Jetzt geht es dann gleich wieder Richtung Süden. Und am nördlichsten Punkt regnet es gerade ein bisschen. Und sonst mal ein kurzer Bericht zum Setup, weil das ja doch alles recht neu ist. Das mit Cyclite. Also ich bin sowas von happy. Es ist halt wirklich um einiges leichter als wie mein voriges. Und ja, passt alles. Die Taschen sind schnell montiert in der Früh, schnell runtergenommen am Abend. Sie sind komplett wasserdicht. Alles schön trocken drin. Man hat so viel Platz. Also, ne, hellauf begeistert. You got the white knuckles holding on it tight. Keep the old feelings bottled up inside. Heading for collision in the night. To really live, you gotta die. Hier fahren wir übrigens am Schwarzenbergischen Schwemmkanal entlang, der bereits im 18. Jahrhundert genutzt wurde und ca. 52 Kilometer lang ist. Schaut wer aus, der begeistert ist von seinem Riegel. Gut. Gut, Papele.
wir schon wieder in Tschechien. Also ich stehe schon in Tschechien. Da hinten ist einer in Österreich. Jo, jetzt haben wir noch 11 Kilometer. Nachher sind wir in, wie heißt es, Haslach, glaube ich. Da gibt es noch was zum Essen. So, eigentlich ist es heute trocken, aber das Radl schaut aus. Wahnsinn. Ah, das freut sich dann auf die Dusche heute. Irre. Ja. Wobei, ich glaube, ich schaue nicht viel besser aus. Ich freue mich da auf die Dusche. Ja, das wird gut tun. Den wunderschönen Abschnitt, den wir da jetzt gerade fahren, der war letztes Jahr auch schon bei der Tour dabei. Ja, können wir uns richtig schön dran erinnern, war einer der schönsten Abschnitte. Und da ist dann auch gleich mal runter zum Stausee gegangen. Da ist er. So, jetzt fahren wir gleich wieder nach Österreich. So, wir sind in Haslach und jetzt gibt's entweder Pizzeria oder in Kirchenwirt. Klassiker. Männchen ist auch schon da. So, danke Südtiroler Kirchenwirt. Gut was. Gut genährt, richtig günstig. Ja, weiter geht's. Jetzt haben wir noch 53 Kilometer, 800 Höhenmeter. Die birgen wir jetzt noch, aber noch was zu schnaufen gewesen. Nachdem das jetzt ja kein Anstieg war laut Hammerhead, kommt jetzt der richtige. Aber auch überschaubar. Der letzte für heute, der länger ist, 270 Kilometer rauf. Ja, sollten wir gleich mal erledigt haben. Suche nach dem Stempel. Checkpoint Nummer 3. Unten. Mitten irgendwo. Schwitzt. Wunderbar. Sieht das aus? Stempel. Gilt der. Ha? So, wie man es vielleicht sieht, 142 geschafft, 11 Kilometer sind es noch und die fahren wir jetzt mit wunderschönem Rückenwind rein bis zur Tabakfabrik. Beinchen sind eigentlich immer noch relativ gut, also wirklich gut eingeteilt heute. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder drin. Noch 900 Meter. Ach, war wirklich eine richtig tolle Tour, trotz grauenhaftem Wetter. Oh, heute war es dafür schön. Hat sich gelohnt. Nächstes Jahr wieder. Und hier sind wir im Ziel angekommen, gleichzeitig mit unseren 2 Abtrünnigen. Dann gab es noch was Gutes zum Essen, die Räder wurden geputzt. Nur bei der Verlosung gingen wir leider leer aus. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal. Euer Grevelino.